So, weiter geht's in unserer Reihe 20 Years of Hardcore Expanded Editions. Chronologisch ist das nächste Album Sheffield. Das war im Jahr 2000. Der Vorgänger war Back to the Heavyweight Jam mit Faster, Harder, Scooter drauf. Und bei Sheffield war es so, das neue Jahrtausend hat angefangen und wir befanden uns kreativ in einer Phase, in der wir so ein bisschen, ich will nicht sagen die Orientierung verloren hatten, aber nicht genau wussten, was machen wir jetzt eigentlich. Neues Jahrtausend, irgendwie die 90er vorbei. Bezeichnet auch, dass auf dem Album ein Titel heißt Where Do We Go? Das sieht auf der Rückseite auch schon so aus. Im Übrigen fand ich die Fotos damals sehr toll. Das haben wir mit Olaf Heine gemacht. Ziemlich stylisch, so grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder. Da ist auch dieses legendäre Foto entstanden, mit diesem Lenin-Stern, wo mein Konterfei drauf ist, was wir bis heute noch als T-Shirt im Merchandising-Programm haben. Wie gesagt, das Album ist sehr durchwachsen eigentlich, was die Musikstile angeht. I'm Your Pusher war drauf, da hatten wir im Grunde genommen versucht, einen Track so im Stil von How Much is the Fish nochmal zu landen, was ja meistens in die Hose geht. Das ist immer schwierig, man sollte das auch gar nicht machen. Einen Hit, den man mal hatte, versuchen in neuem Gewand irgendwie nochmal neu zu gestalten, und das Ding ist auch in den Charts, war zwar Top 20, aber war nicht so der Riesenhit, gehört auch nicht gerade zu meinen Lieblingsnummern. Dann war da drauf Summer Wine, das finde ich sehr interessant, weil die Version, die wir gemacht haben, ist ziemlich angelehnt an die Originalversion und wurde ja später, als dieser Film mit Uschi Obermeier kam, mit Wille Wallo, Nummer 1 Hit. Und wenn man sich unsere Version damals anhört, das war ja viel früher, ist die eigentlich genauso. Nur bei uns war es nur ein Albumtrack, es gab keinen Film, vielleicht wäre das sonst auch ein großer Hit geworden. Wie gesagt, auf dem Album merkt man, dass wir eigentlich suchen, wie geht's weiter, also danach suchen, wie es weitergeht. Noch bemerkenswert der Titel She's the Sun mit einem sehr atmosphärischen Video, das einige Fans damals schon ein bisschen verwirrt hat, weil das war eine sehr ruhige, atmosphärische Nummer, die man so mit Scooter gar nicht in Verbindung brachte. Auf jeden Fall ein interessantes Album, würde ich sagen, musikalisch, auch wenn es vielleicht nicht zu den stärksten gehört, die wir hatten, war es doch ein wichtiger Schritt für das, was dann als nächstes kam.